Wenn ihr nur einen Tag in Bangkok hättet, was würdet ihr machen? Es gibt natürlich 100 Möglichkeiten, aber in diesem Video zeige ich euch mal meinen perfekten Tag, um in dieser Megacity anzukommen. Ihr könnt euch freuen auf eine entspannte Mischung aus Kultur, gutem Essen, Natur, aber auch ein bisschen Großstadttrubel. Und ehrlich gesagt wünschte ich hätte so ein Video gefunden, bevor ich das erste Mal hier war. Ich hoffe, es hilft euch wirklich dabei, hier anzukommen, und zwar ohne Stress. Wir waren jetzt schon 3-mal jeweils für eine ganze Weile in Bangkok und ich glaube, inzwischen kennen wir uns auch ausreichend aus, um dieses Video hier wirklich machen zu können, und zwar für Fortgeschrittene. So, wenn ihr wissen wollt, was ganz am Anfang wichtig ist und für die Logistik, dann schaut gerne mal da oben unser erstes Bangkok-Video an. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß an einem perfekten Tag in Bangkok. Wir starten unseren perfekten Tag in Bangkok gleich morgens um 8 am Tat Tien Pier. Von da aus könnt ihr dann für nur 5 Baht über den Chao Phraya fahren und kommt an einer der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt an, nämlich am Wat Arun Tempel. Der Wat Arun ist natürlich eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten und genau deshalb macht es auch Sinn, da schon morgens vorbeizuschauen. Um 8 Uhr werden die Türen auch für Besucher geöffnet und wenn ihr schon so früh da seid, dann schafft ihr es vielleicht, euch die Anlage noch ohne die üblichen Besuchermassen anschauen zu können. Ihr seht es schon an dem Tag, an dem ich da war es ein bisschen bewölkt und da konnte ich dann tatsächlich fast alleine durch die Anlage spazieren. Der Wat Arun ist unter anderem dafür bekannt, dass sein Prang, das ist dieses große Gebäude, was so nach oben strebt, mit ganz viel unterschiedlichen Porzellanscherben und auch Muscheln verziert ist. Das ist was Besonderes. Und was auch besonders ist, ist, dass man da tatsächlich nach oben laufen darf. Also es gibt insgesamt 4 Etagen, die man erklimmen kann. Und von oben hat man dann natürlich eine ganz schöne Aussicht, sowohl über die Tempelanlage als auch über die Stadt auf der anderen Seite des Chao Phraya. Okay, nach der ersten Kultur auf nüchternen Magen braucht ihr natürlich ganz dringend ein Frühstück. Und das könnt ihr ganz prima einnehmen in der Gegend um die Khao San Road und auch die Rambutri Road. Da gibt es einen Klong, so heißen die Kanäle in Bangkok. Und wenn ihr an diesem Klong entlang spaziert, dann kommt ihr relativ schnell an dem kleinen Du Klong Café vorbei. Das heißt tatsächlich so, also Du Klong. Ich zeige euch das auch hier gleich nochmal auf der Karte. Und da habt ihr nicht nur eine ganz fantastische Aussicht, sondern bekommt wirklich auch ein super leckeres Frühstück. Natürlich ein thailändisches, aber wenn ihr mögt, auch ein europäisches. Also je nachdem, wonach euch da gerade ist. Ich habe jetzt hier mal entspannte 1,5 Stunden für euch eingeplant, um da erstmal so in den Tag so richtig zu starten.
Wenn ihr dann gut gestärkt seid, dann nehmt ihr euch am besten ein Grab oder Bolt und fahrt so ungefähr 20 Minuten in östliche Richtung ins neue Stadtzentrum rund um den Siam Square. Und da kommt ihr dann ganz in der Nähe zum Jim Thompson Haus. Jim Thompsons Haus, das ist nicht nur ein Haus, sondern es sind tatsächlich mehrere, insgesamt 8 traditionell thailändische Holzhäuser, die, und das ist so das Besondere, in einer unheimlich schönen Parkanlage stehen. Und ihr werdet da dann schon begrüßt von unheimlich vielen Koi-Karpfen, die man sich stundenlang anschauen kann, von Schildkröten, und lauft dann durch einen wirklich ruhigen, idyllischen, exotischen Park und schaut euch nebenbei, wirklich wie nebenbei, ganz hervorragende Kunstgegenstände an. Also alle Häuser beherbergen verschiedene Stücke, sowohl aus Thailand als auch aus den Nachbarländern. Und die könnt ihr euch natürlich mit einer Führung erschließen und nebenbei eben immer wieder die Atmosphäre auf dem Gelände genießen. Und es ist schon irgendwie besonders, so zwischen den ganzen Hochhäusern, da diese kleine Oase der Ruhe zu finden. Es gibt natürlich auch ein super gemütliches kleines Café, falls ihr also noch einen Cappuccino für den Weg braucht, oder auch in den sehr exklusiven Seidenladen gehen wollt. Also es ist natürlich ein Fachgeschäft, kein Laden. Dann könnt ihr das auch machen. Also Jim Thompsons Haus ist euer nächster Stopp. Ja, und wenn ihr jetzt natürlich schon mal so weit im Zentrum seid, ganz in der Nähe des Siam Square, dann macht da ruhig auch noch einen kleinen Abstecher in einen der zahlreichen Shoppingtempel. Wenn ihr zum Beispiel, so ging uns das, noch irgendwas an Kleidung benötigt, dann gibt's da tatsächlich auch 'nen H&M mit europäischen Größen. Wenn ihr ein bisschen länger in Thailand unterwegs seid, dann werdet ihr merken, dass das ganz schön viel wert ist, weil nämlich die Kleidung ansonsten sehr, sehr, sehr klein ausfällt. Und um den Times Square rum in diesen großen Shopping Malls gibt's wirklich alles. Da gibt's sämtliche Marken aus Europa und der Welt. Also was ihr auch immer euch vorstellt, das gibt's da. Und das ist schon so eine ganz spannende Ecke, in der man sich auch mal umschauen kann. Okay, inzwischen habt ihr wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Hunger bekommen. Deshalb machen wir einen kleinen Zwischenstopp in der Zimt Bakery. Das ist tatsächlich eine deutsche Bäckerei mitten in Bangkok, und da gibt's alles, was das Herz begehrt, wenn man so ein bisschen länger in Asien unterwegs ist. Also, wir sind jetzt seit fast 2 Monaten hier, und so die erste Scheibe richtiges Brot war wirklich 'ne Offenbarung. Also, wir mögen das thailändische Essen richtig gerne. Reis, Pad Thai ist alles super. Aber so nach einer Weile ist es wirklich klasse, mal wieder was zu essen von zu Hause. Und das gibt's da. Da seht ihr schon, da bekommt ihr Brezeln gefüllt mit allem Möglichen. Es gibt irgendwie so ganz witzige Deko, also wüsste ich gerne mal die Hintergründe. Ja, und also so eine richtige deutsche Zwischenmahlzeit, wenn ihr euch das wünscht. Am Nachmittag solltet ihr dann unbedingt noch mal ein Stückchen auf dem Chao Phraya fahren, einfach um noch mehr der Stadt auch vom Wasser aus zu sehen. Da könnt ihr von ganz verschiedenen Piers losfahren. So die regulären Fähren sind super günstig. Da zahlt ihr so zwischen 20 und 30 Baht für eine relativ lange Strecke. Also je nachdem, wo jetzt euer Hotel ist, könnt ihr schauen, was da für euch ganz sinnvoll ist. Und idealerweise fahrt ihr dann bis zum Ratchavong Pier und lauft so ein kleines Stückchen in südliche Richtung durch das Viertel Talat Noi. Talat Noi ist so
das aktuell hipste Viertel der Stadt mit ganz viel Street Art. Also da seht ihr ganz kleine, aber auch ganz große Street Art Kunstwerke. Es gibt da hippe Cafés, es gibt da tolle Bäckereien. Also auch Dinge, die man jetzt nicht so unbedingt erwartet. Und wenn ihr euch dann wirklich was gönnen sollt, dann reserviert ihr euch einen Tisch im Restaurant Nam 1608. Das ist ein kleines bisschen teurer, aber wirklich hervorragende Küche. Wird auch auf allen möglichen Guides sehr hoch empfohlen und wir können uns da absolut anschließen. Also Nam 1608, wirklich ein ganz tolles Restaurant. Ja, wenn ihr im Restaurant seid, dann habt ihr von da aus einen fantastischen Blick über den Chao Phraya zum Sonnenuntergang. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr einfach ein kleines Stückchen weiter in den Riverside Park gehen und dann könnt ihr euch da auch ganz nett mit einem Cocktail, mit einem Bier hinsetzen und in genauso entspannter Atmosphäre den Sonnenuntergang überm Chao Phraya anschauen. Also da kann man durchaus auch so 1,5, 2 Stunden zubringen und diese ganzen Ausflugsboote bestaunen, irgendwie eins bunter als das andere, die da so Dinnerkreuzfahrten anbieten. Also man kann da, glaube ich, für so etwa um die 100 € sich ein mehrgängiges Menü auf dem Boot servieren lassen und dann eben so eine Sonnenuntergangskreuzfahrt machen. Ich finde es okay, die einfach auch nur von weitem anzuschauen. Ja, und zum Abschluss eures Tages stürzt euch dann ruhig nochmal ins wuselige Leben in Chinatown. Das ist echt enorm, was da abends so los ist. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Das merkt man auch, sobald man da drin ist. Aber ich finde, für so einen kurzen Abstecher lohnt es sich auf alle Fälle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst uns gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, auch unsere weitere Reise durch Asien zu verfolgen. Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr euch in Bangkok so anschauen wollen würdet. Okay, jetzt aber erstmal eine ganz schöne Woche euch allen und bis zum nächsten Video.